Hallo meine Lieben, heute wieder ein Procreate Video für euch und heute mal ein bisschen was anderes, weil ich werde euch zeigen, wie ihr mit Procreate auf dem iPad auch isometrische Zeichnungen machen könnt. Und damit ihr wisst, was das ist und wie wir das genau machen, das zeige ich euch gleich nach dem Intro. Damit ihr seht, was ich mit isometrischer Zeichnung meine, das wird dieses Element hier sein, was ich euch zeigen werde, wie ihr sowas zeichnen könnt. Aber bevor wir da reingehen, will ich euch noch so ein paar Grundprinzipien zeigen, damit ihr überhaupt wisst, von was ich rede und was ihr dabei bei der isometrischen Zeichnung berücksichtigen müsst. Und da gehen wir jetzt auch gleich rein. Heute geht es, wie gesagt, um das isometrische Zeichnen. Normalerweise als Grafiker verwenden wir andere Tools, wie zum Beispiel den Adobe Illustrator, weil wir da ganz andere Möglichkeiten haben. Das heißt, für Kundenprojekte und beruflich verwende ich ein anderes Tool. Aber um privat das zu nutzen oder auch einfach um mal ein paar Entwürfe zu machen, funktioniert das mit Procreate wirklich super. Ihr müsst hierbei berücksichtigen, dass ihr hier keine Vektorzeichnung generiert, sondern eine Pixelzeichnung. Wenn ihr den Unterschied nicht kennt, ich habe da mal ein Video dazu gemacht, wo ich die verschiedenen Formate wie SVG, PNG, JPEG erkläre und was die Vor- und Nachteile sind und wie man die dann einsetzen kann. Hier generieren wir pixelbasierte Bilder. Warum sage ich das? Ich mache jetzt einfach kurz hier einfach, sagen wir mal, einen kleinen Kreis. Und der sieht so per se, kann man da stehen lassen. Das Thema ist, wenn ich das jetzt extrem vergrößern würde, dann seht ihr die Pixel. Machen wir es noch ein bisschen anders. Ich mache den kurz ein kleines bisschen größer, damit ihr das auch besser seht. So, jetzt nehmen wir das und vergrößern das einfach mal massiv. Und dann seht ihr hier, dass das anfängt, die Pixel anzuzeichnen, weil eine Pixelzeichnung aus quasi ausgefüllten Quadraten besteht. Und das heißt für euch, wenn ihr eine Zeichnung macht, dann müsst ihr von Anfang an wissen, für was ihr das einsetzen wollt. Das heißt, in welcher Größe ihr das braucht, weil ihr könnt das nicht beliebig dann vergrößern und verkleinern. Das wird mit den Pixeln nicht funktionieren. Oder größtenteils nicht funktionieren, sagen wir es mal so. So, das zum Einstieg einfach mal, damit ihr wisst, wie ihr das Ganze überhaupt einstellen oder für was ihr das verwenden könnt. Jetzt sage ich, mit Procreate kann man das sehr einfach machen. Und zwar habt ihr hier, wenn ihr auf die Aktion geht, eine Zeichenhilfe. Wenn ihr die einschaltet, könnt ihr hier bearbeiten Zeichenhilfe draufgehen. Und da habt ihr 4 verschiedene Varianten. Das 2D-Gitter, das sind ganz einfach Quadrate. Isometrisch, komme ich gleich noch detailliert dazu. Perspektive, hier der Unterschied, ne? Isometrisch ist nicht dasselbe wie Perspektive. Isometrisch werden die Elemente, egal ob sie weiter vorne im Bild oder weiter hinten im Bild sind von der Größe her, wird ein Element gleich gezeichnet. Wenn ihr mit Perspektiven zeichnet, dann habt ihr hier einen Vanish Point, was ist das? Der Fluchtpunkt, glaube ich, heißt es auf Deutsch, ne? Und den könnt ihr beliebig einstellen. Das heißt, wenn ihr jetzt hier Gebäude zeichnen würdet, dann würden die, je näher sie hier zu diesem Fluchtpunkt kommen, je kleiner würden die werden. Ihr könnt mit einem oder mehreren Fluchtpunkten arbeiten, aber eben es ist nicht dasselbe wie das isometrische Zeichnen. Nur um hier das 4. zu erwähnen, das ist die Symmetrie. Das heißt, wenn ich im einen Teil des Bildes etwas mache, dann zeichnet es genau dasselbe auf der anderen Seite und da habt ihr dann auch noch mehr Möglichkeiten in Viertel und Achtel.
Aber wir waren beim isometrisch. Was ihr hier machen könnt, ihr könnt die Farbe von eurem Raster einstellen, wie ihr das gerne haben möchtet. Dann könnt ihr die Deckkraft anzeigen, ne, das ist voll, oder ihr könnt es auch ein bisschen dezenter machen. Ihr könnt die Dicke der Striche einstellen, je nachdem, wie das für euch besser passt. Die Rastergröße, und die hier ist auch sehr wichtig, weil mit dem Raster komme ich nicht allzu weit. Es hilft durchaus, wenn ihr mit der Rastergröße runtergeht. Ich gehe hier in der Regel so auf irgendwas um die 50 herum. Und dann auch noch speziell hier ist unterstützendes Zeichnen. Wenn das eingeschaltet ist, ich mache jetzt kurz eine neue Ebene. Und ihr seht jetzt, hier steht nirgendwo Hilfe. Ich kann hier Zeichenassistent einschalten, dann steht hier Hilfe. Was das bewirkt ist, wenn ich jetzt einen Strich zeichne, dann geht der nur, das ist nur möglich entlang des Rasters. Das heißt, die Richtung, so, ne? Hier rund zu zeichnen wird nicht funktionieren. Das ist das. Und ihr müsst auch nicht genau auf den Rasterstrichen zeichnen, sondern ihr könnt auch, ne, das wäre jetzt das Raster, könnt auch dazwischen. Aber der Weg oder die Lage von diesem Raster, die wird maßgeblich sein. Jetzt werden wir Sachen haben, wo wir das Raster nicht verwenden wollen. Wenn ich einen Kreis zeichnen will, dann kann ich das eben nicht, wenn das Raster eingeschaltet ist. Und dann kann ich auf die Ebene gehen, hier sagen, Zeichenhilfe ausschalten, und dann kann ich wieder so zeichnen, ohne dass es das Raster berücksichtigt. Jetzt ist es immer ein bisschen mühsam, wenn man hier hoch und dann hier und dann wieder Zeichenhilfe oder Zeichenassistent einschalten, ausschalten. Ihr habt ein Quick-Menü, ne? Und Quick-Menü, für mich habe es eingeschaltet, dass das bei 4 Fingern erscheint. Ihr könnt hier über die Einstellungen gehen, Einstellungen und dann Gestensteuerung. Und dann haben wir Quick-Menü. Und ich habe hier mit 4 Fingern tippen das eingeschaltet. Das heißt, wenn ich jetzt mit 4 Fingern auf den Bildschirm tippe, kommt mein Quick-Menü. Und das Quick-Menü könnt ihr selber festlegen, welche Befehle ihr hier haben wollt. Ebenendeckkraft, ne, seht ihr auch, neu einfärben zum Beispiel. Und eben hier den Zeichenassistenten. Das heißt, ich kann hier über diese Funktion, jetzt ist er ausgeschaltet, jetzt ist er wieder eingeschaltet. Also so kann ich das schnell einfach wechseln, ausschalten. Deckkraft habt ihr vorhin gesehen, ich kriege immer wieder die Frage, wo kann ich die Deckkraft einschalten, weil früher war das hier, wo waren das? Ich glaube, bei den Anpassungen war die Deckkraft drin. Die ist da nicht mehr, sondern jetzt müsstet ihr über die Ebenen hier eben über diese Deckkraft gehen. Das ist die eine Variante. Oder eben, ihr macht so wie ich und habt die Ebenendeckkraft hier im Quick-Menü drin. Die Varianten hier einfach, es hilft, wenn ihr den Zeichenassistent hier drin habt. So, jetzt kommen wir mal dazu, wie ist ein isometrisches Zeichnen aufgebaut? Per se bestehen die Formen aus Blöcken, aus einem Würfel quasi. Ich habe den Zeichenassistent jetzt eingeschaltet und jetzt kann ich hier entlang des Rasters eine Seite von meinem Würfel zeichnen. Und ja, der Radiergummi funktioniert, also der Radiergummi wird auch diesem Raster folgen. Manchmal hilft es, wenn ihr das ausradieren wollt, wenn ihr den Zeichenassistent ausschaltet. Wichtig, wenn ihr dann diese Elemente ausfüllen wollt, müssen die auf jeden Fall geschlossen sein, sonst wird es nicht funktionieren.
So, jetzt kann ich die Farbe draufziehen und dann habe ich schon mal eine Seite von meinem Würfel. Wir werden 3 Seiten sehen. Wir werden diese Seite sehen und oben sehen, unten und hinten werden wir nichts sehen. Und von den Farben her definiert ihr am Anfang, woher die Sonne kommt oder woher die Lichtquelle kommt, sagen wir es mal so. Bei mir wird es hier von links oben sein. Das heißt, die hellste Fläche wird oben drauf sein. Das hier vorne wird die zweithellste Fläche. Das hier, was am meisten im Schatten ist, wird die dunkelste Fläche quasi sein. Wie wähle ich meine Farben aus? Ich gehe jeweils auf klassisch und jetzt weiß ich nicht, das hier ist eine der Farben und ich will jetzt eine haben, die dunkler ist, weil ich mache diese Seite, die am meisten in der Richtung des Schattens ist. Und dann kann ich hier ganz einfach mit diesem Regler die Farbe dunkler machen und zeichne die nächste Seite des Würfels. Und hier müsst ihr auch diese Seite schließen, sonst wird es nicht funktionieren mit dem Ausfüllen. Jetzt haben wir die zweite Seite und jetzt will ich noch das, was oben drauf liegt und da gehe ich jetzt eben heller. Das heißt heller als die erste Farbe, die ich ausgewählt hatte und mache quasi noch den Deckel drauf. Und jetzt habe ich meinen isometrischen Würfel. Das heißt, ich habe hier eine Seite, das ist die zweithellste, hier eine Seite, das ist die dunkelste und obendrauf die hellste. Wenn ihr die Sonne jetzt von der Seite hättet, würde das hier der zweithellste sein und das der dunkelste. Also deshalb müsst ihr so ein bisschen am Anfang aussuchen, wo soll eure Lichtquelle sein. Jetzt wollen wir ja nicht immer diesen Würfel zeichnen. Manchmal ist er auch mehr länglich als hoch oder ihr könnt quasi diese 3 Seiten in unterschiedlichen Formen zeichnen. Ihr könnt es länglich machen, hoch machen. Wenn ihr Hochhäuser zeichnet, solche Sachen, dann werden die einfach in der Länge höher sein, aber das Prinzip bleibt das gleiche. Wenn wir jetzt aber einen Kreis in einer isometrischen Zeichnung machen wollen, müssen wir ein bisschen was anderes berücksichtigen. Ich mache jetzt kurz den Zeichenassistenten aus, um diesen Kreis zeichnen zu können. Und hier gehe ich zuerst auf die dunkelste Farbe. Mache ich einfach einen Kreis. Schöner Kreis, ne? Wenn ihr drauf bleibt, wird es eine Ellipse. Wenn ihr nochmal drauf, mit dem zweiten Finger drauf geht, habt ihr einen Kreis. Den können wir ausfüllen. Und dann haben wir hier unseren Kreis. Von der Lichtquelle her wird der so ein bisschen anders aussehen und hier mache ich jetzt einfach kurz noch 2 neue Ebenen und zeichne mit der zweitdunkelsten Farbe, das war die hier, nochmal einen Kreis, der ein bisschen kleiner ist. Und dann auf der obersten Ebene mit der hellsten Farbe nochmal einen kleineren Kreis. Und färbe den aus. Jetzt hatten wir gesagt, das Licht kommt von hier oben und deshalb muss ich diese Kreise auch genau so platzieren. Das heißt, wenn das Licht auf diese Kugel scheint, wird das tendenziell hier oben sein. Deshalb müssen wir die beiden Kreise auch so platzieren. Dann wissen wir, okay, hier trifft das Licht, weil das ist ja eine Rundung und da trifft das Licht hier oben drauf. Und dann könnt ihr die beiden Ebenen zusammenfügen, nicht die unterste, sondern nur die, die dieses Licht hier bilden. Und dann auf die Gaußsche Unschärfe gehen auf der Ebene und die hochschrauben. Und dann verfließt es so ein bisschen und bekommt hier so diesen Schimmer drauf, ne?
dann hat es hier diesen Glanzeffekt, als ob da etwas drauf scheinen würde. So könnt ihr das simulieren. Wenn ihr jetzt aber zum Beispiel eine Scheibe machen wollt aus einem Kreis, dann hier nehmen wir diese Farbe, machen unseren Kreis. Jetzt wird das so für die Scheibe in der isometrischen Zeichnung nicht funktionieren. Und zwar müssen wir das nehmen und dann gehen wir hier auf Verzerren. Und dann hilft es, wenn ihr schon einen bestimmten Würfel als Hilfestellung habt. Und sagen wir mal, wir wollen, dass dieser Kreis liegt oder die Scheibe dann liegt. Dann müssen wir quasi die Ecken in die Ecken von unserem Würfel ziehen. Und dann wäre das quasi so, als ob das hier oben drauf liegen würde. Das heißt, wenn das Element irgendwo ist, sieht es so, als ob das irgendwo drauf liegen würde. Wenn ihr das stehend haben wollt, dann müsstet ihr diese Seite nehmen, wenn man es von der rechten Seite anschauen würde, oder diese Seite, wenn man es von der linken Seite anschauen würde. Jetzt haben wir nicht Kreis gesagt, sondern Scheibe, ne? Deshalb dupliziere ich das hier, nehme die untere Ebene und vielleicht mache ich die kurz noch in einer anderen Farbe. Dann kann ich das einfach so ein bisschen runterschieben. Und dann kann ich quasi hier hinten die Verbindung noch so machen, dass es ein bisschen mehr Sinn macht. Das heißt, es wird gerade runterkommen und nicht hier die Kurve reinmachen, sondern vom oberen Element wird es gerade runtergehen. Und dann haben wir von der optischen, so wie das jetzt aussieht, ist das eine Scheibe und kein einzelner Kreis mehr. Und dasselbe Prinzip gilt auch, wenn ihr Schriften einfügt. Sagen wir mal, ihr werdet es dann sehen, ich habe auch ein Element, wo eine Schrift enthalten ist dann. Wenn ich jetzt hier sage, hinzufügen, Text hinzufügen. Und ja, wir nehmen jetzt wirklich Text und gehen dann, passen den noch an. Und zwar nehme ich jetzt mal was, um das euch am besten zu zeigen, was eher kantig ist. Jetzt haben wir hier unseren Text. Der sitzt jetzt so aber auch nicht richtig, weil der ist quasi 2D, der ist flach und von der Perspektive stimmt der auch nicht. Das heißt, ich orientiere mich jetzt am bestehenden Raster und sage einfach, das hier ist die Linie, die ich verwenden will, und ziehe hier dann einen Punkt hierher und dann gehe ich mit dem Text genau auf diese Linie entlang. Dann weiß ich, okay, der muss jetzt so gerade hochgehen und logischerweise auf derselben Linie, das heißt auf derselben Flucht, hier hochgehen. Das heißt, der wird sich hier treffen. Und dann habe ich die richtige Perspektive. Das heißt, ihr orientiert euch hier an eurem Raster. So und so. Und damit, jetzt wurde das Ganze gerastert. Das können wir jetzt auch noch duplizieren. Die hintere Ebene mache ich diesmal ein bisschen heller. Jetzt seht ihr diesen zweiten Text nicht, weil der Moment hinter dieser Ebene liegt. Ich verschiebe jetzt das Ganze ein bisschen, und zwar gleichmäßig, und versuche hier mich am Raster zu orientieren. Das heißt, es liegt hier auf dieser Achse und dann versuche ich auch nach oben eine Achse zu erwischen. Und dasselbe mache ich auch mit dem, aber den versetze ich jetzt quasi ein Feld weiter nach vorne. Das heißt, er liegt jetzt von der Flucht her hier ein Feld weiter vorne, trotzdem aber auf der Flucht
ist er auf der gleichen Höhe. Und jetzt können wir das quasi ergänzen. Wenn wir das gleich machen wollen wie die Box, dann wäre ja obendrauf wäre das heller. Jetzt nehme ich hier diese Farbe kurz, gehe zu meinem Text und sage, ne, der T hätte jetzt hier oben drauf ein Dach. Kurz gucken, ob ich den Zeichenassistenten anhabe. Nee, nehmen wir wieder. Jetzt verbinde ich einfach diesen Punkt mit diesem Punkt, diesen Punkt mit diesem Punkt und färbe das quasi. So, das ist das Dach oben drauf. Um die Seite zu machen, ich habe vorne den vorderen Text, oben drauf das helle. Jetzt brauche ich diese Farbe hier noch, um die Seiten zu machen. Und die Seiten wären das hier nach oben. Und aber auch hier die Seite des Ts. Und so seht ihr, dass dieser Text jetzt quasi dem gleichen Prinzip folgt wie dieser Würfel. Und so könnt ihr eben auch Texte isometrisch darstellen. Na, wenn ich jeweils etwas zeichne, definiere ich immer eben die 3 Farben und da gehe ich eben in der Regel auf die klassische Ansicht und arbeite hier mit der Brightness oder Helligkeit. Das heißt, ich nehme eine Farbe und gehe dann einfach versetzt ein bisschen heller, je nachdem, oder wenn ich die mittlere Farbe zuerst nehme, dann eine ein bisschen dunkler und eine ein bisschen heller. Einfach, dass ich 3 Farben habe, die quasi in derselben Familie drin sind. Und das mache ich jeweils für das entsprechende Bild, was ich machen will, und gebe dann die Farbe hier rein. Das heißt, ihr könnt hier jetzt einfach drauf tippen und dann übernimmt es die Farbe, die ihr gerade definiert habt. Und diese Farbpalette könnt ihr auch einzelne Farben rauslöschen. Und ihr seht, ich habe hier ganz viele verschiedene Brauntöne genommen, ein paar Blau, ein paar Lila, Weiß mit Grau, eine Schwarz und eine so ein bisschen Nude. Wie auch immer das auf Deutsch heißt. Ich habe es heute nicht mit den deutschen Wörtern, echt jetzt. Ja. Ihr könnt, oder was ich jeweils mache, wenn ich so zeichne, ist, dass ich die Palette nehme und mir die auf dem Bildschirm platziere, weil dann kann ich wunderbar hier die Palette nebendran haben und egal was ich hier mache, die ist immer offen und ich kann so wunderbar die Farben auswählen. Das ist das eine. Trotzdem könnt ihr aber immer noch die Brightness oder die Helligkeit, die ich vorhin gesagt habe, das sind hier diese, das ist der Regler. Aber ihr habt auch die anderen Ansichten immer noch. Also da, mir hilft es, wenn ich es so mache, aber da müsst ihr dann für euch so ein bisschen gucken, wie ihr das machen wollt. Es kann manchmal sein, dass ich am Anfang nicht genau weiß, mit welchen Farben ich arbeiten will. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass ihr einfach sagt, okay, dann bleibe ich ganz einfach in Grautönen. Ich habe hier 3 Elemente und diese 3 Elemente sind mit 5 Farben gemacht. Ich habe die hellste, also 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5. So habe ich diese Elemente ausgewählt. Das heißt, ihr könnt schon 3 verschiedene Würfel mit 5 verschiedenen Farben machen. Muss ich die Ebene noch kurz auswählen. Genau, die hier ist es. Bei was ihr dann machen könnt, wenn ihr eure Zeichnung fertig habt, könnt ihr, wenn ihr das alles auf einer Ebene habt, hier auch auf die Anpassung gehen und da die Verlaufsumsetzung nehmen auf der Ebene. Und jetzt ist, je nachdem, was ihr hier auswählt, folgt es genau dem gleichen Prinzip. Ich habe die erste Farbe, die zweithellste, die dritthellste, dritt, viert, fünfthellste. Weil
Das Prinzip ist ja das, dass hier hinten die dunkelste Farbe hier nimmt auch die dunkelste Farbe, die auf dem Bild ist, und das hier vorne ist die hellste Farbe oder die hellste Stelle, die ich auf dem Bild habe. Das ist das Dach hier oben. Und ich kann die auch immer noch verändern, ne? Wenn ich jetzt sage, na, ist mir eigentlich zu dunkel. Meine klassische Ansicht hier. Ich will hier ein bisschen heller gehen, dann kann ich die hoch oder runterschrauben und so verändert sich dann auch das Bild. Und so könnt ihr ein Bild nachträglich in der Farbe verändern. Und könntet quasi so aus einem Bild verschiedene Designs machen in verschiedenen Farben. Das ist eine Möglichkeit. So, jetzt habe ich viel geredet, ne, wie das Ganze in der Theorie aussieht, um euch auch ein paar Beispiele zu zeigen. Ich werde ein Haus zeichnen, um das euch einfach mal quasi zu zeigen, wie ich es anwende, aber um euch noch andere Sachen zu zeigen, ne, was man vielfach auch kennt, dass so ganze Plattformen gemacht werden mit Straßenzügen. Das ist was, das sind isometrische Zeichnungen. Könnt ihr wunderbar selber erstellen. Da müsst ihr einfach aufpassen, das sind sehr viele Details und je nachdem, was für ein iPad ihr habt, könnt ihr nur mit einer begrenzten Anzahl Ebenen arbeiten. Entsprechend der Auflösung, die ihr eingestellt habt, dann müsst ihr halt einfach, wenn ihr das erste Haus zum Beispiel gezeichnet habt, die Ebene zusammenziehen und dann habt ihr alles auf einer Ebene und habt da wieder mehr Ebenen zur Verfügung. Also ne, ist halt iPad zeichnen und nicht Illustrator. Aber um euch zu zeigen, da kriegt man durchaus solche Resultate hin. Oder ihr könnt auch ein bisschen mehr fancy, ein bisschen mehr artsy auch gehen und solche Kombinationen erstellen. Auch das ist eine Möglichkeit. Und von der Farbfüllung her, das wollte ich euch auch noch zeigen, in der Regel, sagen wir mal so, es gibt so 3 Stile von den Farben her, die hervorstechen. Das eine ist dieses Monochrome. Hier ne, mit diesem Grün und mit diesem Altrosa, Orange, Peach, so in dem Stil, gearbeitet, wo ich einfach auch verschiedene Abstufungen habe. Ne? Hell, ein bisschen dunkler, noch ein bisschen dunkler, ganz dunkel. Und dasselbe auch bei den grünen Farben. Ne? Hell, bisschen dunkler, noch dunkler, bis dann ganz dunkel. Das sind so diese monochronen Farben. Dann gibt es solche, die das mit Gradient zeichnen. Wenn ihr euch hier dieses Beispiel anguckt, ne, wenn die Ecke, ne, so wie ich das euch gezeigt habe, wäre das der hellste, das ist das zweithellste, das ist das dritthellste. Wenn wir uns aber jetzt von dieser Seite des Gebäudes hier oben die Farbe angucken, ist es nicht dieselbe wie hier unten. Das heißt, hier wird der Schatten noch extremer gemacht, indem ich einen Gradient oder Verlaufseffekt mache. Das heißt, die Farbe eben hier unten in der Ecke dunkler ist. Genauso auf der Seite habe ich hier meinen dunkelsten Punkt und hier ist der hellste von dieser Farbe. Das ist ein Beispiel. Und das dritte, was man auch oft sieht, nicht mehr ganz so viel, aber trotzdem man sieht es noch, ist, dass die Außenlinien behalten werden. Ne, die anderen beiden, da seht ihr jetzt nicht diese Linie, sondern wir füllen das gleich mit Farbe aus und arbeiten so. Und da gibt es aber eben auch Beispiele, wo man das explizit behaltet. Das heißt, ihr seht quasi diese Blöcke hier, wie die sämtliche kleinen Elemente hier mit diesen Blöcken gezeichnet wurden und eben die Außenlinien behalten werden. Das ist ein weiterer Stil. Hier einfach, um euch ein paar Beispiele zu zeigen. So, jetzt aber wirklich genug gequatscht. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt rein und arbeiten an dem Projekt. Was ich jeweils mache, wenn ich solche Zeichnungen mache, ist, ich erstelle zuerst einen Blueprint. Das heißt, ich habe den Zeichenassistent eingeschaltet und
ihr seht es nicht wirklich schön, sondern es geht mehr darum, wie groß will ich es haben, wie groß soll die Plattform sein, wo es drauf ist, wie groß soll das Haus sein, wo will ich Türen, was will ich Fenster, dass ich hier so das Grobkonstrukt habe, auch schon den Text hier und hier ein Open-Schild, solche Sachen. Und eine Spezialität habe ich euch gar nicht gesagt, ihr werdet es dann sehen, hier für diese Linien, ne? Diese Linie folgt dem Raster, diese Linie auch, aber diese Querlinien folgen dem Raster nicht. Und da werde ich euch dann noch zeigen, wie ich das mache, eben auf jeden Fall mit dem Zeichenassistenten aus. Aber genau dieses kleine Häuschen zeichne ich jetzt. Ich gebe euch ein bisschen Musik aufs Ohr. Ich werde diese Ebene hier von der Deckkraft ein bisschen zurücknehmen, damit die nicht ganz so irritiert. Und ja, mach jetzt einfach mal diese ganze Plattform. Baby, hold me tight and send me off with the words of a lullaby. With the words of a lullaby. Send me off with the words of a lullaby. Trying to make sense of it all, looking for signs in the stars, but it's been right in front of me this whole time. Can't believe I didn't see the light. I'll count to 10, then open up my eyes. If you're gone, take it as a sign, but if you'll stay, then baby hold me tight and send me off with the words of a lullaby. With the words of a lullaby. Send me off with the words of a lullaby. If I never see the light, I wouldn't care, 'cause I'm so perfect right here. If I never see the light, I wouldn't care, 'cause I'm so perfect right here. I'll count to 10, then open up my eyes. If you're gone, I'll take it as a sign, but if you'll stay, then baby hold me tight and send me off with the words of a lullaby. With the words of a lullaby. Send me off with the words of a lullaby. It's a hard thing to know that your soul will stay hollow. Even if I know that nothing lasts forever, it's not easy to let go. Can you love me again? Can things ever be the same? All I do is see things slipping through my fingers when he turns and walks away. Yes, there he goes. There he goes.
the things I wanna say. And maybe he'll listen someday. I know it is not enough to say I'm sorry. Didn't beg him to stay. So there he goes. Was to hurt him, and I'm sorry I gave him this burden. There he goes. Yes, there he goes. Yes, there he goes. Yeah, there he goes. There he goes.
does it take to be happy? How many times do you have to feel lonely before you get the chance to meet someone, before you get to meet someone like you? How many songs can you write about heartbreak? How to go when you're fed up with mistakes? Maybe I just found the answers. Maybe I just found the answers in you. Come give me all your love. I want you to know we can make it together. Let the wind blow. All we need is each other. Come take my hand, you're all that I have now. I won't let you go, 'cause I found all the answers in you. Ooh, 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 ooh. So, ihr seht jetzt, man kann auch an so einer kleinen Zeichnung echt viel Zeit verlieren. Aber ich finde, man kommt dann so richtig schön in den Flow rein und kann da seiner Fantasie freien Lauf lassen und sich einfach darauf konzentrieren, das schön zu machen. Das ist wirklich eine super einfache Illustration ohne großen Schnickschnack, einfach damit ich euch heute das Prinzip wirklich möglichst schnell und einfach zeigen konnte. Und vielleicht noch kleine spezielle Sache hier, ihr habt es vielleicht gesehen, ne? Ich habe hier für diese Linien musste ich den Assistenten ausschalten, weil die eben nicht dem Raster folgen, aber so könnt ihr das eben machen, dass ihr ein Element zeichnet, das dann dupliziert und so auf quasi diese Jalousine oder Sonnenstore, das ist Berndeutsch, ne? Sonnenstore, gibt es bei euch nicht. Wie auch immer dieser Sonnenschutz heißt, den man da vor den Fenstern montiert, so könnt ihr den eben machen. Aber hier eben ein super kleines Beispiel, um euch das Prinzip der isometrischen Zeichnung oder Illustration mal zu zeigen und wie ihr das in Procreate machen könnt. Und das war es eigentlich auch schon für heute. Ich hoffe, euch hat diese Idee gefallen und ihr habt Lust, es selber auch auszuprobieren und da ein bisschen Zeit rein zu investieren. Das iPad und die App, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald! Take me away. I'm okay if I got you. We don't have to stay. We can do what